Wie weit? Erstens einmal ist Hartmanns Labor weg. Luftlinie 791 Meter. Das Problem ist, wir können jetzt nicht so gescheit durch GD-Gebiet durch, da es unser Baby zusammengehauen hat irgendwie. Ah ja. Jetzt muss ich halt so weitergehen. Ohne dass ich will. Ist halt auch nicht so geil, aber was soll man machen? Ah, Blutbeutel herstellen. Das sollte man machen. Blutbeutel herstellen. Kennst du noch die Minecraft-Vorwärtsbewegung? Wie man springt und läuft gleichzeitig. Das habe ich gerade versucht. Es haut da nicht hin. Granatwerfer. Ich bin noch immer verwirrt. Recyceln, schauen wir mal. Dich. Gut. Eigentlich kann man das alles recyceln. Bestätigen. Perfekt. Oh, Blutbeutel. Und vielleicht noch ein bisschen etwas, was man vielleicht mitnehmen kann, was einen auch ein bisschen schützt, weil natürlicherweise können wir nicht voraussehen, von wo die Dinge kommen. Nicht tödliches Sturmgewehr. 4. So, dann als nächstes hätte ich gerne einen Blutbeutel. Wo finde ich den? Blutbeutel. Jetzt komplett doof. Sie es nicht oder will ich es nicht zeigen? Da. 5 wie immer. Bestätigen. Den hängen wir an die Werkzeughalterung, den auf der Rücken, den auf der Rücken, den auf den Rücken. Gut, dann begeben wir uns auf den Weg. Wenigstens habe ich jetzt einen Blutbeutel mit. So. Ein Fortbewegungsmittel kann ich nicht mitnehmen, also ist es eh umsonst. Weiter geht's. Und wir steigen wieder zurück. Wir müssen ja schon, dass wir weiterhin auf einer Linie bleiben. Wo ist es da? Wir kommen sicher durch BT-Gebiet, ganz ehrlich, wir kommen sicher durch. Ja, ich versuche so schnell ich kann. Ah, ich hätte DCK bauen können. Das hätte nachher vielleicht etwas Besseres gehabt. Und dann hätte ich ja zu Hause herstellen können, an privaten Raum. Bin ich doof. Das kann sich zu Hause herstellen, aber Hauptsache. Also, aber Hauptsache so viele Generatoren herstellen, dass die Schwartenkraft gab. Ja, was ist da? Wow! Da fliegt Geröll runter. Was? Sowas war nie ein Thema. Steinschlag war echt nie ein Thema. Ich weiß nicht, woher das auf einmal kommt. Vielleicht sollten wir nicht schreien, wenn der Steinschlaggefahr ist.
Sicher schaue ich mir jetzt wild umher. Auf einmal kommen mir Steine entgegen. Ist auch nicht so geil. Mann. Ich hab mir gerade gedacht, wo ich das Zeichen gesehen habe. Was? Dein Schlag? Der Heck? Ja, kleiner. Ich bemühe mich ja. 600 Meter. Ich hoffe, wir schaffen es ohne Zwischenfall. Also haben wir nicht ausgerüstet. Ups. Danke. Bluttransfusion. What? Seien wir ehrlich, solange keine Lawine kommt, bin ich auch zufrieden. So, komm. Da unten. Begib dich wieder zu Hartmanns Labor. What? Oh, Schweinebraten. Das ist ja heftig. Das Steinschlag auch schon ein Thema. Ah, super. Da ist er. 484 Meter. Und wie viel wird's Arbeit davon? 124 Meter hinunter. Okay. Das war auch mal. Gut, wir sind aber vom Steinschlag weg. Das ist einmal das Gute. Das Schlechte ist, dass ich nicht glaube, dass es das schon war. Glaube ich echt, das tut mir leid. Das passiert nicht. Alles vom Steinschlag, da kommt hier noch irgendwas. Malu, ich möchte dir auch helfen, ehrlich. Ich bemühe mich. Mann, so ist es ein bisschen aufregender sogar, weil du einfach nicht das BB nutzen kannst, um dir selbst zu helfen. Und das ist das Heftige. Rolling over. Ist ein bisschen schwer, wenn sie jetzt mittreiben. Ach, es ist so schön, dass wenn immer so ein Lied einschaltet.
So, ich hoffe, wir schaffen es in den nächsten 24 Minuten, weil dann ist mein Speicherträger voll. Dann muss ich ganz kurz mal beenden und schauen, auf was der speichert, weil irgendwie ergibt es keinen Sinn, aber ja. Weil eigentlich ist mein Speicherträger noch ziemlich leer. Also muss er entweder auf dem Computer abspeichern, das Ganze, oder irgendwo anders, ich weiß es nicht. So, einsammeln. 240 Meter. Das schaffen wir in 24 Minuten fast. Ich hoffe, dass wir es schaffen, ehrlich. Ah, ich weiß schon, wo wir sind, ja. Wir schaffen es. Da unten sollte der Hardware-Seller wahr sein. Ja, ich sehe es schon. Boah, das war knapp. Ja, es ist sehr wurscht. Au. Okay, ist doch nicht wurscht. Komm schon. Ich muss ihn in einen eigenen Raum bringen, in einen privaten. Und ich hoffe, dass wir bald da sind. Ja, wir sind da. Noch 22 Minuten haben wir Zeit. Okay. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons safe travels. All weapons will be locked until departure. Have a pleasant journey. Welcome on scan porter bridges. Have a pleasant journey. Keep on keeping on. Verdammt. Okay, machen wir das schnell und dann werde ich ganz kurz abbrechen. Well, would you look at this? Thank you so much, Sam. I am agog. You have my heartfelt gratitude. Alter. That's sweet of you, Sam. Gut, das waren alle. So, bis gleich. So, Leitlan, bin wieder da. Entschuldigung für diese kurze Unterbrechung. Jetzt muss ich noch eins machen. Warte, Terminal aktivieren. Ich muss etwas bauen. Ich muss einen Unterschlupf bauen, auf jeden Fall. Ich hoffe, mit dem geht's auf dem Rücken. Gut, so. Was, warte mal, was? Kann passieren. Okay. Danke für die Info. Nicht genügend Speicherplatz. Speicherdatei konnte nicht geladen werden. Was? Konnte nicht erstellt werden. Okay, Leitlein, ich muss ganz kurz auf Pause tun. Natürlich, ich muss ganz kurz die Aufnahme pausieren. So, Leitlein, es ist geklärt. Alles beseitigt. Gott sei Dank. So. Ich hätte nicht gedacht, dass das aber voll wird, aber ja. So, ich muss jetzt an... So, daher. Und jetzt muss ich wieder finden, wie vorher gesessen bin. Jetzt war ich nämlich ganz kurz weg vom
praktisch. So. Weapons restrictions Ganz lifted. kurz muss ich jetzt mal schauen, wohin wir gehen müssen. Denn wir wollen ja an links herbauen. So. Sam, that spot is too close to an existing structure. If you want to build a new one, you need to do so outside the sensor ring. Weapons restrictions lifted. Ja, ich sehe sie wohl. Kann es sein, dass wir vielleicht irgendwann einmal da irgendwas machen können? So. Nicht genug Bodenkontakt, nicht genug Bodenkontakt. Nicht genug Bodenkontakt. Steilhang entdeckt. Oh, verdammt. Ich muss irgendwo hin, wo es gerade ist. Ah, da vorne. Jetzt wird das lustig. Jetzt wird nur niemals Haus bauen, glaube ich. Andere Konstruktionen in der Nähe. So. Wird immer lustiger. Ich hoffe, dass ich da unten habe. Ja, da unten wird es sehr hinhauen. Ah, was mir reicht. Über diese Konstruktion da abreißen, bevor das geht. Drei, 2, 1 und alle. Ich möchte nur, dass mein PW wieder ganz normal geht. Ja, wir wissen, es dauert lang. Oh, verdammt. Das habe ich voll vergessen. Man muss ja... Oh Gott. Bitte sag mir, dass ich genug mit habe. Na. Doch. Dahingehend habe ich schon genug mit. Man braucht spezielle Legierung. Oh Gott. Das hätte man aber irgendwie vorher denken können, ja? Okay, meine letzte Hoffnung ist, dass der am Dach einen privaten Raum für mich hat. Das ist meine allerletzte Hoffnung. Und sonst muss ich echt mich irgendwo hin teleportieren lassen. Weil anders kann ich nicht. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until the pleasant turn. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Danke, danke. Baden. Geil.
Nein, ich musste wieder raus, aber ich wollte eigentlich schauen, ob da oben irgendwas ist, aber... Ich muss irgendwie schauen, dass ich Lu wieder auf die Füße kriege. Aber irgendwie, weiß nicht, ich brauche einen Raum. Warum jetzt? Warum nicht später? Warum hat er eigentlich keinen privaten Raum für Boden? Das ist ja voll doof. Ich gehe halt eine. Wahrscheinlich hat er aber wieder an seiner Herzinfarkte. Oder auch nicht? Thank you, Sam. In reclaiming our past, we've uncovered a number of vital clues. Don't worry, I just got back. We have time. When you met with Mama, That's true. you experienced a strong antigen-antibody reaction, correct? There was a BT in the room. There was, but something else may have been causing it. I've discovered large quantities of chiral matter in Mama as well. Not just the usual kind that collects on our skin or on our suits. It's in all her cells. Cells that are no longer active. The BT you encountered there was special. It was her child, but also her own soul. Somehow, her car and half failed to separate. They must have remained connected through the umbilical cord. It's the only explanation. Is that why I didn't get a bruise where she touched me? Yes, and there's more. 10 seconds to cardiac arrest. 5, 4, 3, 2, 1. I modified the log times. Headquarters will have no record of what we say. Look, a message from Dead Man. It came with the umbilical cord. Sam, I'm sorry. You deserve to know what you were carrying. But I couldn't risk Die Hardman finding out about the case. Okay. So I had no choice but to keep it off the books. You've got to keep this between us. We still don't know if the director can be trusted. The umbilical cord was taken from Bridget Strand. I removed it in secret. The cord wasn't attached to a fetus. It was outside her body. She asked me to take care of it. Said it was the key to unlocking the Death Stranding. But she insisted that I never tell the director. The cord shows no sign of decomposition or necrotization. Almost as if it's frozen in time. Okay. I thought Hartman might be able to make sense of it. So I had it hidden with your cargo at Mountain Knot City. Deadman's observations were accurate. It's just like Mama's corpse. What do you mean? I mean, they share a very unique property. Both contain large amounts of chiralium in their cells. In other words, the president's cord was somehow connected to the beach, and that allowed it to escape the flow of time. I've put together the bones of a theory. It's patchy, but worth sharing, I think. Life on Earth has been rocked by many extinctions, great and small, including the Big Five. And if you examine the Earth's strata, its history, if you will, you'll find chiralium deposits that can be dated to each. Okay. What if the manifestation of beaches and other associated phenomena correspond to extinction-level events? You mean? Yes. Our Death Stranding could just be the latest of many. The records and research you helped us to recover strongly suggest that we are in the middle of the 6th
extinction. 6th extinction. Come on. You know what this is, yes? A frozen mammoth from 10,000 years ago. Correct. And this? The Iceman from 5,300 years ago. They both have the same umbilical cords. Bullshit. Humor me. What if the mammoth and the Iceman weren't frozen? You're saying time stopped for them just like it did for Mama? Unfortunately, all these specimens were lost in the Death Stranding, so there's Okay. no way to examine the genuine articles. But some fragments of data did survive. With the aid of the chiral network, we may be able to piece together something more concrete using Evo-Devo tech. All right, how's this? A dinosaur from 65.5 million years ago. Umbilical cord, not decomposed. Only mammals have umbilical cords. No, only mammals have umbilical cords used for childbirth. This is something else. Call it a strand from the other side. I propose that mammalian umbilici are a sort of mimesis of the strand that then evolved over time. We shouldn't assume that everything about a Death Stranding is detrimental to life. Trilobites, ammonites, dinosaurs, the mammoth, the Iceman, all preserved as if frozen in time, all, without exception, found with strands, which is to say that all may have been connected to the beach. And this, when viewed in the context of the extinction entity, EE theory, leads me to surmise that organisms with strands are in fact extinction entities. You see, Sam, EEs are connected to the beach via their strands, and it is through this connection that they somehow bring about a Death Stranding. So you're saying Bridget was an extinction entity? It's far too soon to say anything for certain, and since you burned her body, we may never know. Higgs said Amelie's an EE, that she doesn't have dooms like the rest of us. Sam, think. Assume that President Strand was an EE. Isn't it possible that her daughter is too? At the very least, Higgs may hope as much now that the president is unavailable. What the fuck? So Mein he Hirn kidnaps her raucht. for EE powers or whatever to cause a mass extinction. Perhaps. Perhaps not. I doubt a single EE is powerful enough to cause a Death Stranding, assuming Amelie is an EE. Well, Higgs sure thinks she's got what it takes. Indeed. And we need to get her back as soon as possible. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Ah, this one is real. Sam, go west. How do you want me to handle Die Hardman? With your customary reserve. Nothing good will come of him learning of our suspicions. Whatever else is going on, we still need the chiral network. Right. Activating lab security measures. Danke. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ich meine, ich habe schon irgendwas so in Vermutung gehabt, aber Alter. It's time, Sam. When you're ready, proceed to the shore of the tar belt and begin work on the chiral relay. Once it's ready, use the Cupid to bring it online. The necessary materials are prepped for you. Supplies are limited, so handle them with care. You'll be carrying a lot, too. All things considered, this might be one of your hardest runs to date. Hartman knows more about the site than I do, so he'll take it from here. It's about time for his wake-up call anyway.
Administering shock. Stand clear. Right. About that way station. The site we have chosen was an original candidate for the way station we lost to the Tarbelt. Ironically, we suspended construction because we deemed it a little too unstable and not worth the risk. But this time, it's our best shot. So let's hope we weren't right to change horses in midstream. Fortunately for us, the foundation we laid down is still intact. All you have to do is transport the necessary materials to the site and finish the job. I'm afraid it's the only way we can expand the network further west and rescue Harmony. We're counting on you, Sam. Okay. Kann ich irgendwie, und das meine ich jetzt ganz ernst, zu einem der Außenposten von mir, da schau. Irgendwo zu Hause für mich. Wo ich mich vielleicht einmal einlegen könnte oder so, weißt? Schau. Online-Schutzhütte. He's a legend, okay. Ah, wir müssen das jetzt so machen, okay. Weil ich komme nicht um mehr. Nachdem ich viel zum Tragen habe, werde ich das machen. Ich werde wohl oder überall ausbrechen lassen, ob ich wohl oder nicht. Schweber befestigen.